Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, ich habe mir heute mal ein großes Blatt Papier aufgesetzt. Das ist hier das Aquapad Papier von Claire Fontaine. Das nehme ich sehr gerne. 300 Gramm Papier, kalt gepresst, fein. Also sehr schönes Papier, nehme ich gerne. Und das habe ich mir hier aufgeklebt auf eine Glasscheibe mit Washi-Tape. Und heute mache ich mal 4 in 1. Ne? Ich mache hier einfach mal erstmal ein bisschen Farbe über alles drüber und dann schaue ich mal, ob ich diese Karten oder diese Stücke unterschiedlich gestalte. Das Papier vorfeuchten. Weil ich möchte jetzt eigentlich erstmal einen ziemlich zarten Hintergrund haben für das, was ich dann später vorhabe. Also hier gehe ich jetzt mit einem großen, breiten Pinsel einmal rüber, mache das Papier schön satt nass und werde dann darauf gleich die Farben mal verteilen. So, hier ist tatsächlich mal richtig schön Feuchtigkeit in diesem Feld und da werde ich jetzt mal ein bisschen Salz reinsetzen. So ein paar Stellen, um euch mal zu zeigen, was man damit für schöne Effekte auch machen kann. Das Salz zieht die Feuchtigkeit an, das ist wie in der Seidenmalerei auch. Und mit der Feuchtigkeit, mit dem Wasser wird die Farbe angesaugt. Und dadurch entstehen so ein paar schöne Effekte. Jetzt ist mir hier auf das Rosa auch noch was drauf gefallen. So ein paar Steine. Also machen wir jetzt hier einfach auch noch gleich ein bisschen Salz drauf. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was dann nachher so entsteht. Die anderen zwei lassen wir ohne, die beiden mit. Das ist immer so ein Moment, wenn man zu lange wartet und es ist zu trocken, dann passiert da nicht mehr viel. Aber in diesem Fall könnten wir jetzt noch Glück gehabt haben. Okay, ja, soweit erstmal. Das soll erstmal trocknen. So, hallo ihr Lieben. Ja, das gute Stück ist getrocknet und hier sieht man schon wunderbar, was das Salz angestellt hat. Und ich werde das hier jetzt vorsichtig mal runterkratzen. Sowas müsst ihr auch nicht wegschmeißen. Das könnt ihr euch sammeln in einem extra Behälter. Das kann man wieder benutzen. Grobes Meersalzen. Bei feinen nicht so, aber das Grobe ist kein Problem. So, ich sag mal eben kurz. So. Und man kann hier sehen, was das für wunderbare Effekte, diese blumigen Effekte ergeben hat. Und ja, ich weiß noch gar nicht, was ich glaube, ich werde jetzt heute tatsächlich mal bei allen 4 neurografisch arbeiten, mit diesen Linien, die mir so gut gefallen. Aber ich versuche alle 4 dann mal in einer unterschiedlichen Art und Weise zu gestalten. Ja, auf geht's! Die Kurven, die die Linien gebildet hat, abzurunden. Und zwar jede Kurve, hier ist so ein Kreuzungsbereich, da mache ich es gleich mal ein bisschen größer.
noch neue Stifte. Die Stifte geben langsam den Geist auf. Jede Kurve für sich. Könnt ihr das noch mal erkennen. Also die Kurven zu jedem Strich werden abgerundet. An so einer Kreuzung ist das ein bisschen was Größeres. An manchen Stellen ein bisschen kleiner. Und das ergibt nachher wunderschöne Flächen. Hier auch abrunden. Abrunden. So dass alle Flächen ganz organisch rund enden und es keine spitzen Ecken und Winkel sozusagen gibt. Man kann hier auch das noch verbreitern an den Rändern hin. Sieht auch sehr schön aus. Also, das ist jetzt hier kein neurografisches Malen. Neurografisches Malen, wer ihn das interessiert, der sollte das googeln. Das hat etwas anderes zu bedeuten als das, was ich hier mache. Aber ich mag diese Art der Linien, die dort entstehen und benutzt werden. Und deshalb ist das so mit drin. Ja, so sieht das aus. Und das mache ich jetzt erstmal bei allen anderen auch. Ja, die Linien habe ich soweit fertig, ne? Alles schön abgerundet, das sieht ganz organisch aus und damit ich jetzt leichter weiterarbeiten kann, werde ich im nächsten Schritt erstmal die Karten teilen und einzeln an ihnen weiterarbeiten. Bis dahin. So, auseinandergeschnitten und nun werde ich mich den einzelnen Stücken widmen. Packe ich die erstmal zur Seite und suche mir das Richtige mal aus. Ja, leider habe ich beim Starten der Kamera jetzt nicht darauf geachtet, dass die Bildschärfe nicht mehr so toll ist und dass halt auch die Belichtung immer wieder umspringt. Ich erzähle euch kurz, was ich hier mache. Ich werde so einige Flächen einfach nochmal ein bisschen mit Aquarellfarbe verstärken. Ihr seht das hier, ab und zu setze ich ein bisschen Farbe hinein und verziehe dann die ganze Fläche mit Wasser, so dass es keine Trockenränder gibt. Und ja, dadurch kriegt ihr so ein bisschen hell-dunkel-Kontrast jetzt noch mal rein. Ne? Und ja, ne? Ein bisschen Farbe ansetzen und dann einfach mit Wasser verziehen und das Ganze auslaufen lassen. Und es gibt einen schönen Übergang. Und dadurch kommen so ein paar Flächen 3D-mäßiger ein bisschen hervor. Ja, dann hatte ich mir überlegt, dass ich die Flächen ganz gerne nochmal mit dem weißen Unibol Signo einrahmen wollte und dazwischen die schwarzen Striche auch nochmal ein bisschen bearbeiten. Ich lasse das hier jetzt in fast 6-facher Geschwindigkeit laufen. Das wäre sonst ein bisschen langwierig für euch, aber ihr seht, was ich meine, ne? Und ja, werde das gleich auch noch, wie gesagt, mit dem schwarzen Stift ein bisschen ausarbeiten, so hier, dass es wieder etwas intensiver wird. Und ja, das ist hier bei mir der nächste Schritt gewesen.
Und nun schnappe ich mir einen ganz feinen Pinsel und fange an zu dudeln. Und zwar diesmal einfach mit den Farben, mit denen ich auch in dem Bild gearbeitet habe. Man muss nicht immer Stifte nehmen, keine Buntstifte, keine Glitzerstifte, sondern einfach nur mal die gleichen Aquarellfarben, ein ganz zarter Pinsel und los geht's. Ihr malt euch Figuren hinein, ihr malt Formen, die euch gefallen. Ich bin ja immer gern so ein Pünktchen und so ein Strichmännchen. Pünktchen und ein Strichmännchen, und die mache ich hier in unterschiedlichen Größen und Formen hinein. Ein paar Wellen, ein paar Ranken kommen noch und so weiter und so fort. Und ja, auch das lasse ich ein bisschen schneller laufen, damit das Video hier nicht zu lang wird. Ja, vor dem nächsten Schritt föhne ich jetzt einfach nochmal alles über. Und nun schnappe ich mir nochmal den weißen Uniball Signo und setze einfach nochmal ein paar Highlights. Und erst dann, finde ich, wird das Bild auch richtig lebendig, ne? Also hier setze ich jetzt Pünktchen um diese Felder und noch verschiedenste andere Dinge. Das werdet ihr gleich sehen. Und vorher war es so ein bisschen, ja, war okay, aber langweilig. Aber durch diese weißen Highlights wird es jetzt nochmal ein bisschen spannender, finde ich. Ja, ihr Lieben, mein Kärtchen habe ich aufgeklebt. Ich habe einen passenden Untergrund gefunden. Mir wäre zwar so ein blau Untergrund schöner gewesen als Karte, aber hatte ich nicht mehr. Da muss man das nehmen, was man hat, und das passt ganz gut. Der Grünton ist hier mit drin. Und ja, diesmal ein Bildchen, in dem ich gedudelt habe, und zwar mit Pinsel und Farben, ne? Und nicht immer nur mit Stiften, man kann das auch mal so machen. Ja, und die anderen 3 werden dann in den nächsten Videos verarbeitet. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Melanie.